Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute auf jeden Fall eine neue, modernere Map für euch. Und wie wir jetzt unten schon an der Minimap erkennen können, funktioniert das Ganze auch wenn wir jetzt hier ein Fahrzeug spawnen. So, ja, funktioniert das Ganze auch. Auch wenn wir jetzt einen Wegpunkt spawnen, dann kommen wir auch auf die große Map, die gucken wir uns gleich an. Na, jetzt hier, ne? Nimmt auch auf jeden Fall die richtige Route. So, GPS auf jeden Fall fähig. Gut, dann gucken wir uns mal die Map hier einfach mal an. Sie sieht halt ziemlich bunt aus, also grünlich. Und hier auch die Wüstenregionen sind halt wüster. Und ja, ne? Sieht auf jeden Fall schon schöner aus. In der Stadt muss ich allerdings sagen, sieht das einfach nur, ja, nicht so schön aus, weil diese übersichtliche Sachen, wenn wir jetzt die Blips zum Beispiel auf dem Server haben, die ein wenig kleiner sind, muss man die wirklich suchen und diese ganzen Zahlen ja, machen das nicht einfacher. Und dieses Graue auch noch dazu und überall sind Nummern. Natürlich kann man sich dran gewöhnen. Ja, ich finde dieses Grüne halt auf jeden Fall ziemlich gut. Dieses Graue, da hätte ich doch auf dem Grauen noch lieber so grüne Zahlen gemacht oder so, damit man das ein bisschen schneller erkennen kann. Aber gut, ja, wir haben auf jeden Fall hier eine riesige, also alles von der Map ist natürlich verändert, ja, mit Ortschaften, also Namensschildern und. Es gibt hiervon noch eine andere Version, die müsst ihr euch aber dann kaufen. Ähm, Da könnt ihr dann die Namensschilder zum Beispiel ausmachen oder auch die Zahlen ausmachen und so weiter und so fort. Oder auch, glaube ich, Zahlen hinzufügen, soweit mich mein Irrsinn nicht täuscht. Ist auch alles verlinkt, aber das hier ist jetzt die Free-Version, die könnt ihr euch natürlich, werde ich euch natürlich verlinken. Die könnt ihr einfach so herunterladen und testen, halt, ob sie so bei euch funktioniert oder ob sie euch überhaupt zusagt. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wie immer habe ich eigentlich diesmal mal wieder nicht das Ganze vorbereitet. Da haben wir diese Map hier. Wenn ihr das Ganze heruntergeladen habt, dann sieht das Ganze einfach anders aus, aber der Inhalt ist der gleiche. Wir gehen halt in den Ordner rein und hier befindet sich auch die Map dann auch gleich und da können wir das Ganze auspacken und dann können wir das Ganze auch umbenennen. Ich habe das Ganze einfach hier gekürzt. So, ja. Und dann Map V2. Ne, ich habe das anders gemacht. Aber das könnt ihr halt wie auch immer machen, ja, wie ihr wollt. Da seid ihr auf jeden Fall frei. Gut, dann loggen wir uns ein in Fazilla und gehen in den Resource-Ordner und ziehen einfach diese Map in den Resource-Ordner. Und falls ihr den Namen geändert habt, kopiert ihr euch hier den Namen einfach raus, so wie immer. Und wir gehen dann einfach in die Server CFG. Hier müssen wir das Ganze dann einfach starten. Ich habe das hier komplett gestartet mit Insert. Ihr könnt das Ganze auch mit Start starten und dann Leerzeichen und dann den kopierten Ordnernamen hier einfach einfügen. Dann müssen wir das Ganze noch speichern, übernehmen und den Server neu starten. Und mehr ist es auch nicht. Und somit haben wir auch diese schöne moderne Minimap-Karte installiert. Gut, Leute. Das soll es auch schon wieder gewesen sein. Falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao.